Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Lerneinheit. Super, dass du heute einschaltest. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns darauf, heute wieder ein Stück auf deiner Deutschlernreise mit dir zu gehen. Genau. Und bevor wir starten, eine kleine Info für dich zum Ablauf. Bis Tag 60 lernen wir hier ja gemeinsam auf dem Sprachniveau A2. Das ist so die Basis. Mhm. Danach klettern wir eine Stufe höher und gehen zusammen auf das nächste Level B1. Das wird dann nochmal eine neue Herausforderung. So ist es. Und wir haben auch noch einen kleinen Tipp für dich, wie du das Hören hier vielleicht noch besser nutzen kannst. Die Shadowing-Technik. Schon mal gehört? Ah ja, Das bedeutet einfach, dass du versuchst, die Sätze, die du hörst, direkt laut nachzusprechen. Also einfach wiederholen. okay. Das trainiert die Aussprache und ja, die Satzmuster bleiben besser hängen. Wiederholung ist da wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Probier's ruhig mal aus. Okay, aber jetzt legen wir los mit unserem heutigen Thema. Es geht um Grundwortschatz. Und zwar zu einem Bereich, der uns alle täglich begleitet. Zahlen und Geld. Mhm, wichtig. Ja, das ist besonders wichtig, wenn du gerade auf dem Niveau A2 Deutsch lernst. Wir schauen uns zusammen 15 zentrale Wörter an, damit du sie nicht nur verstehst, sondern eben auch gleich anwenden kannst. Fangen wir ganz grundlegend an mit einem Wort, ohne dass im Bereich Zahlen und Geld eigentlich gar nichts geht. Du meinst bestimmt die Zahl. Ganz genau. Auf Englisch wäre das Number. Zahlen begegnen uns ja wirklich überall, stimmt's? Denk nur an die Hausnummer. Meine ist die 7. Welche hast du denn? Ich wohne in der Nummer 34. Ja, stimmt. Oder Telefonnummern, die bestehen ja auch nur aus Zahlen. Klar. Kannst du mir deine Nummer geben? Oder lieber nicht? Haha, vielleicht nur die ersten paar Zahlen. 0173. Den Rest behalte ich mal lieber für mich. Aber auch das Alter ist ja eine Zahl. Stimmt? Wie alt bist du? Das ist auch eine Zahl. Ganz wichtig im Alltag. Absolut. Zahlen sind eine Basis. Und von den Zahlen ist der Sprung nicht weit zum nächsten wichtigen Wort, das oft in Zahlen ausgedrückt wird. Ah, du meinst sicher das Geld? Richtig. Auf Englisch Money. Geld braucht man ja ständig. Wenn du etwas kaufen möchtest zum Beispiel. Mhm. Stell dir vor, wir wollen einen Kaffee trinken gehen. Hast du Geld dabei? Puh, mal schauen. Ja, ein bisschen Geld habe ich hier. Reicht das für einen Kaffee? Was kostet der denn hier so? Ach, nur ein paar Euro. Also, ja, Geld ist schon ziemlich nützlich im Alltag, würde ich sagen. Sehr praktisch. Definitiv. Und Geld kommt ja in verschiedenen Formen vor, also nicht nur als Zahlen auf dem Kontoauszug. Manchmal hat man es auch ganz konkret in der Hand, zum Beispiel als, Ja, die Münze. Im Plural. Die Münzen. ja, auf Englisch Coin. Münzen sind super praktisch für kleine Beträge, finde ich. Am Kiosk, für ein Kaugummi oder wenn man Trinkgeld geben will. Hast du vielleicht eine 2-Euro-Münze für den Einkaufswagen? Braucht man ja manchmal. Moment. Ah, hier. Eine 2-Euro-Münze. Ja, die sind oft nützlich. Es gibt ja die Euro-Münzen und die kleineren Centmünzen. Genau, Für größere Summen nimmt man dann eher die Geldscheine. klar. Münzen sind halt das typische Kleingeld. Sehr praktisch. Und wenn man etwas kaufen möchte, egal ob mit Münzen oder Scheinen, dann schaut man als erstes worauf? Auf der Preis. Auf Englisch Price. Ja, der Preis ist entscheidend. Im Geschäft fragt man ja oft, Entschuldigung, was ist der Preis von diesem Pullover? Oder man schaut aufs Preisschild und denkt, wow, der Preis ist aber ganz schön hoch. Oder man freut sich, wenn der Preis niedrig ist. Man vergleicht Preise. Überlegt, ist mir das den Preis wert? Das ist so eine ständige Frage beim Einkaufen. Und dieser Preis wird ja meistens in einer bestimmten Währung angegeben. Hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa ist das, Der Euro. Das Symbol kennst du sicher. Euro. auf Englisch sagt man auch Euro. Genau. Fast alle Preise hier sind in Euro. Die Tasse Kaffee kostet vielleicht 3,50 €. Ein Kinoticket kostet 12 Euro. Wir rechnen hier ständig in Euro. Stimmt. Und wenn man im Ausland ist, in einem Land, das auch den Euro hat, ist das natürlich praktisch. Man kann einfach sagen, ich zahle in Euro. Absolut. Und das bringt uns schon zum nächsten Wort. Wenn du den Preis kennst und genug Euros hast, dann musst du an der Kasse, Zahlen. Das ist ein Verb. genau, auf Englisch to pay. Und wichtig für Gespräche über die Vergangenheit, die Perfektform ist hat gezahlt. Im Restaurant ruft man oft der Bedienung zu, Entschuldigung, wir möchten bitte zahlen.
Oder man fragt an der Kasse, kann ich auch mit Karte zahlen? Ja, genau. Oder man kann bar zahlen, also mit Münzen und Scheinen. Das ist in Deutschland immer noch sehr üblich, finde ich. Viel üblicher als in manchen anderen Ländern. Mhm, das stimmt. Ich habe gestern im Café bar gezahlt. Hast du deine Rechnung schon gezahlt? Noch nicht, mache ich aber gleich. Zahlen ist wirklich ein Schlüsselverb, wenn es um Geld geht. Auf jeden Fall. Aber bevor man Geld zahlen kann, muss man es ja erstmal bekommen. Und das tut man meistens durch Arbeit. Man muss Geld, Verdienen. Wieder ein wichtiges Verb. ja, auf Englisch, to earn. Perfekt ist, hat verdient. Die meisten Erwachsenen verdienen Geld durch ihren Job. Man arbeitet und bekommt Lohn oder Gehalt. Klar. Manchmal fragt man Freunde vielleicht, was verdienst du eigentlich so? Aber Vorsicht, in Deutschland spricht man oft nicht so offen über das Gehalt. Das ist eher, privat. Das stimmt, da hast du recht. Man kann aber sagen, mein Bruder hat letzten Monat gut verdient, er hatte viele Überstunden. Oder ein Ziel formulieren. Ich muss mehr Geld verdienen, um mir eine Reise leisten zu können. Verdienen heißt also, Geld kommt zu dir. Das Gegenteil von verdienen ist nicht direkt zahlen, sondern eher, wenn etwas einen bestimmten Wert hat, den man zahlen muss. Man fragt dann, Was kostet das? unser nächstes Verb. Ja, Auf Englisch? to cost. Perfekt. Hat gekostet. Die klassische Frage im Laden, Entschuldigung, wie viel kostet dieser Schal? Oder, wenn man über eine Anschaffung spricht, mein neues Handy hat 600 € gekostet. Stimmt. Oder als Warnung. Pass auf, eine Reparatur am Auto kostet schnell viel Geld. Das Auto selbst hat ja vielleicht auch schon eine Menge gekostet. Ein sehr nützliches Verb, So, das waren jetzt schon 8 Wörter. Läuft doch gut, oder? finde ich auch. Und wir hoffen, dir gefällt diese Art des Lernens auch. Wenn ja, dann freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns einen Daumen nach oben gibst. Ja, bitte. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert uns sehr. Genau. Deine Unterstützung hilft uns wirklich weiter. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem nächsten Wort. Stell dir vor, du fährst in den Urlaub, in ein Land ohne Euro. Sagen wir mal nach England oder in die USA. Dann hast du Euro, brauchst aber Pfund oder Dollar. Was musst du tun? Dann musst du Geld wechseln, das nächste Verb. Auf Englisch? To exchange oder to change. Perfekt ist, hat gewechselt. Genau. Man geht zu einer Bank oder einer Wechselstube und sagt, Guten Tag, ich möchte 100 € in Dollar wechseln. Zum Beispiel. Oder auch im Kleinen. Können Sie mir diesen 20-Euro-Schein vielleicht in kleinere Scheine wechseln? Sehr praktisch. Ich habe vor meiner letzten Reise auch Geld gewechselt. Das war wichtig, um vor Ort gleich bezahlen zu können. Stimmt. Wechseln braucht man also in bestimmten Situationen. Wenn man aber Geld verdient hat und es nicht sofort ausgeben oder wechseln will, sondern für die Zukunft aufheben möchte, dann kann man, Sparen. Wieder ein Verb. ja, auf Englisch to save. Perfektes, hat gespart. Sparen ist meistens eine gute Idee, oder? Man kann Geld für einen bestimmten Wunsch sparen. Eine Reise, ein Auto, eine neue Wohnungseinrichtung. Mhm. Oder einfach nur für Notfälle. Man kann sagen, ich versuche, jeden Monat 100 € zu sparen. Das ist ein guter Plan. Oder man erzählt, meine Schwester hat lange gespart, um sich diesen teuren Laptop kaufen zu können. Sparen heißt also, Geld bewusst nicht auszugeben. Genau. Aber manchmal fällt das Sparen schwer. Oder man kann sich bestimmte Dinge einfach nicht leisten, weil sie sehr... Teuer sind. Das ist ein Adjektiv. Auf Englisch? Expensive. Wenn der Preis hoch ist, dann ist etwas teuer. Ein neues Auto ist oft sehr teuer. Oder im Geschäft, wenn man auf das Preisschild schaut. 150 € für diese Hose. Das ist mir zu teuer. Ja, kennt man, oder? Teuer ist ein Wort, das man oft benutzt, wenn man über Preise spricht. Und was ist das Gegenteil von teuer? Das Gegenteil ist billig. Auch ein Adjektiv. Auf Englisch? Cheap. Wenn etwas nur wenig Geld kostet, dann ist es billig. Ich habe im Supermarkt ein ganz billiges Angebot für Nudeln gefunden. Oder manchmal gibt es sehr billige Flüge. Stimmt. Man sucht ja oft nach billigen Angeboten, um Geld zu sparen. Aber Achtung, manchmal bedeutet billig auch, dass die Qualität nicht so gut ist. Da hast du recht. Nicht immer, aber manchmal. Das muss man abwägen. Es gibt also teure Sachen und billige Sachen.
Und dann gibt es Menschen, die sich fast alles leisten können, weil sie sehr, sehr viel Geld haben. Diese Menschen sind Reich. Ein Adjektiv. auf Englisch. Rich. Ja, eine reiche Person oder eine reiche Familie hat viel Geld und oft auch Besitz, wie Häuser oder Autos. Man sagt vielleicht, sie hat reich geheiratet. Oder er träumt davon, eines Tages reich zu sein. Aber die Realität ist ja, nicht jeder Mensch ist reich. Es gibt große Unterschiede. Das stimmt. Und das direkte Gegenteil von reich ist dann logischerweise Arm. Wieder ein Adjektiv. auf Englisch. Poor. Arm zu sein bedeutet sehr wenig oder gar kein Geld zu haben. Oft nicht genug für die grundlegenden Dinge wie Essen, Kleidung oder eine Wohnung. Es gibt leider viele arme Menschen auf der Welt. Oder? Die Familie war arm und brauchte Unterstützung. Ja, das ist ein Wort, das auch soziale Ungleichheit beschreibt. Es gibt arme und reiche Länder, arme und reiche Stadtteile. Genau. Und egal, ob man nun reich oder arm ist oder irgendwo dazwischen, Geld und Zahlen spielen im Leben oft eine ziemlich, Wichtige Rolle. Unser letztes Wort für heute, ein Adjektiv. ja, Auf Englisch. important. Wichtig bedeutet, dass etwas von großer Bedeutung ist, dass es zählt. Es ist wichtig, für die Prüfung zu lernen. Oder eine Meinung. Ich finde, Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Absolut. Oder im Alltag, vergiss bitte nicht deinen Ausweis, der ist wichtig. Mhm. Und zurück zu unserem Thema, es ist wichtig, den Überblick über seine Finanzen zu behalten. Oder? Die Kontonummer ist eine wichtige Zahl. Definitiv. Wichtig ist selbst ein sehr wichtiges Wort in der deutschen Sprache. So, das waren sie, unsere 15 Wörter rund um Zahlen und Geld. Das war eine gute Mischung, finde ich. Ja, das denke ich auch. Und damit diese Wörter nicht nur Theorie bleiben, haben wir zum Abschluss noch eine kleine Geschichte für dich. Ah, schön. Darin kommen alle 15 Wörter noch einmal vor. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter zu erkennen. Okay, bin gespannt. Die Geschichte handelt von Paul. Paul möchte sich ein gebrauchtes Fahrrad kaufen. Er sieht eine Anzeige im Internet. Der Preis 150 €. Paul denkt, das ist nicht zu teuer. Genau, 150 € scheint ein fairer Preis zu sein. Paul hat auch genug Geld, weil er fleißig gespart hat. Er findet, Mobilität ist wichtig in der Stadt. Also ruft er den Verkäufer an. Die Telefonzahl steht in der Anzeige. Paul vereinbart einen Termin. Er verdient sein Geld als Kellner und muss gut planen. Er überlegt, ob er noch Geld wechseln muss, weil er nur einen großen Schein hat, aber er findet noch passende Scheine und eine Münze in seinem Portemonnaie. Er fährt mit dem Bus zum Treffpunkt. Das Busticket kostet 2,80 €. Das muss er natürlich zahlen. Er denkt kurz, ich bin nicht reich, aber zum Glück auch nicht arm. Ich kann mir das Fahrrad leisten. Er trifft den Verkäufer. Das Fahrrad sieht gut aus. Es ist kein neues Rad, aber auch kein ganz billiges Modell. Paul ist zufrieden, er gibt dem Verkäufer die 150 €. Der Verkäufer zählt das Geld. Alles stimmt. Paul freut sich über sein neues, altes Fahrrad. Er denkt, es war wichtig, geduldig zu sein und zu sparen. Jetzt kann er endlich zur Arbeit radeln. Eine nette kleine Alltagsgeschichte, oder? Und hast du die Wörter wieder erkannt? Die Zahl, das Geld, die Münze, der Preis, der Euro, Zahlen? Verdienen, kosten, wechseln, sparen, teuer, billig, reich, arm und wichtig. Alle dabei. Genau, bestimmt. Und jetzt bist du an der Reihe, aktiv zu werden. Ja, versuch doch mal, eigene Sätze mit einigen dieser Wörter zu bilden. Schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wir lesen das und freuen uns über deine Beispiele. Und ein letztes Mal für heute der Hinweis. Wenn dir diese Lerneinheit gefallen hat, dann abonniere bitte den Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das ist eine tolle Motivation für uns. Und sei gespannt auf morgen. Da haben wir wieder ein interessantes Thema für dich. Kultur und Feste. Wir schauen uns wichtige Wörter rund um Feiertage, Traditionen und das Feiern in Deutschland an. Oh ja, das wird sicher spannend. Also, bleib dabei. Das war's für heute von unserer Seite. Danke dir fürs Zuhören und Mitlernen. Denk vielleicht mal darüber nach, welche Dinge in deinem Leben sind wirklich wichtig, aber haben keinen Preis in Euro. Guter Gedanke. Tschüss und bis morgen. Mach's gut. Bis bald.